Oft ist die Frau in einer Beziehung jünger als ihr Mann. Wenn beide erwachsen sind, ist das kein Problem. Aber die Situation ändert sich, wenn einer der Partner noch jung ist und der andere bereits erwachsen ist. In diesem Fall ist es äußerst schwierig vorherzusagen, ob die jungen Menschen in Zukunft charakterlich zusammenpassen werden. Und die Folgen solcher Fehler können katastrophal sein. Kitzbühel ist eine kleine österreichische Stadt in Tirol. Hier leben etwas mehr als 8000 Menschen. Trotzdem kommen jedes Jahr mehr als 20.000 Touristen hierher. Im Winter locken sie die lokalen Berghänge an. Seit vielen Jahrzehnten ist dieser Ort als Winterurlaubsort für wohlhabende Menschen bekannt. Außerdem finden hier viele verschiedene Festivals statt, die Sportler und Fans aus aller Welt anziehen. Seit Oktober 2018 wurden die Pisten für das Rennen vorbereitet und Hotels und Unternehmen der Tourismusbranche legten letzte Hand an, um die zahlreichen Gäste empfangen zu können. Die freudigen Ereignisse wurden jedoch durch einen grausamen Mord an mehreren Menschen überschattet, der das Leben der Einwohner der Stadt in ein Vorher und Nachher teilte. Nadine Hinterholzer wurde in Österreich geboren, wuchs in einer eng verbundenen Familie als zweites Kind auf. Von klein auf war sie energiegeladen, lebensfroh und sehr hübsch. Sie hatte einen großen Freundeskreis, der Nadine wegen ihrer Geradlinigkeit, ihrem guten Sinn für Humor und ihrer angenehmen Art sehr mochte. Das Mädchen lebte mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder in einem geräumigen Haus in Kitzbühel, ging zur Schule und hatte eine vielversprechende Zukunft vor sich. Im Alter von 14 Jahren begannen aufregende Veränderungen in ihrem Leben. Die Schülerin lernte den damals 20-jährigen Andreas kennen. Der Junge sah schon erwachsen aus, während sie noch ein Teenager war. Der Altersunterschied von 6 Jahren scheint in diesem Alter erheblich. Trotzdem fühlten sie sich zueinander hingezogen. Nach einigen Verabredungen, die Nadine vor ihren Eltern geheim hielt, begann das Paar eine romantische Beziehung. Nach einiger Zeit wurde beiden klar, dass ihr Altersunterschied das größte Hindernis in ihrer Beziehung sein könnte. Nadine befürchtete, dass ihr älterer Freund wegen seiner Beziehung zu einer Minderjährigen Probleme mit dem Gesetz bekommen könnte. Aber sie wollten sich nicht trennen. Zunächst deutete Nadine ihren Eltern vorsichtig an, dass sich in ihrem Leben große Veränderungen anbahnten. Das alles kam ihrer Mutter und ihrem Vater etwas beunruhigend vor. Aber der junge Mann war entschlossen und wagte einen riskanten Schritt. Andreas beschloss, selbst mit der Familie der jungen Frau zu sprechen. Er wandte sich persönlich an ihre Angehörigen, um die Erlaubnis für die Beziehung zu erhalten. Von Anfang an betonte er, dass es sich nicht um eine flüchtige Beziehung handelte. Er wollte mit Nadine eine Familie gründen, aber nichts überstürzen, damit sie in Ruhe die Schule abschließen und eine Ausbildung machen konnte. Andreas kannte ihren Bruder. Bald nach dem Treffen wurden sie noch engere Freunde. Die Eltern schätzten Andreas' Entschlossenheit sehr. Dazu trugen auch die Überredungskünste ihrer Tochter bei, die ihn als einen gut erzogenen, sehr höflichen und liebevollen Jungen beschrieb. Insgesamt gefiel der junge Mann der Familie, sodass sie ihm erlaubten, die Beziehung fortzusetzen. Das Mädchen war gerade in die schwierige Pubertät gekommen. Ihre Mutter und ihr Vater dachten, dass die Beziehung zu ihrem älteren Freund einen positiven Einfluss auf sie haben würde. Er würde sich um sie kümmern, sie beschützen und sie vor unangenehmen Situationen bewahren. Andreas verhielt sich so, als ob Nadine ihm wirklich sehr viel bedeutete. Er schloss sich der Familie an. Zunächst verbrachten sie ihre gesamte Freizeit miteinander und nach 3 Jahren zog er zu ihnen. Auf den Social-Media-Seiten des Paares tauchten Statusmeldungen auf, dass die beiden verlobt seien. Andreas wollte heiraten, hielt aber sein Versprechen und wollte sie nicht daran hindern, die Schule abzuschließen und sich über ihre Zukunftspläne klar zu werden. Die Verliebten blieben mehrere Jahre zusammen. In dieser Zeit begann Nadines Familie, den jungen Mann wie einen leiblichen Sohn zu behandeln. Schließlich wurde Nadine 18 Jahre alt. Sie wurde volljährig und der junge Mann war bereits 24 Jahre alt. Nun beschlossen sie auszuziehen und getrennt von ihren Eltern zu leben. Nadines Großmutter half ihnen sehr. Sie stellte den Verliebten ihre Wohnung zur Verfügung, damit sich das Paar dort einrichten konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nadine die Schule abgeschlossen. Nun wollte sie den Führerschein machen und anschließend ein Studium beginnen. Eine Hochzeit und Kinder waren noch nicht in ihren Plänen, was Andreas etwas betrübte. Sie wollte erst einmal auf eigenen Beinen stehen. Nadine meldete sich in einer Fahrschule an und ging zusammen mit ihren Freunden dorthin. Diese holten sie oft ab, und dann fuhren sie alle zusammen zum Unterricht. Nadine begann professionell zu tanzen und träumte davon, eine Karriere in diesem Bereich zu machen.
Für alle Angehörigen des Paares waren sie ein Vorbild für Romantik. Auch wenn das Paar aufgrund des Altersunterschieds etwas ungewöhnlich wirkte, sahen alle, dass die Beziehung auf Liebe und gegenseitigem Verständnis beruhte. Es schien, als würde das Leben gerade erst beginnen und ihnen nichts etwas anhaben könnte. Andreas sah sich schon zu Beginn der Beziehung, als sie 14 Jahre alt war, mit einer Übergangsphase seiner Freundin konfrontiert, aber gemeinsam meisterten sie diese schwierige Zeit und konnten ihre Beziehung sogar festigen. Nach Nadines Volljährigkeit kam es jedoch zu einigen Unstimmigkeiten in der Beziehung. Andreas war fest entschlossen, die Beziehung weiterzuentwickeln. Ein Familienleben, Kinder. Nadine hatte erst vor, ihr Studium zu beenden. Der 24-jährige Mann arbeitete als Maurer. Er verbrachte den Großteil seiner Zeit und Energie mit seiner Arbeit. Wenn er abends nach Hause kam, wollte er sich einfach nur mit seiner Freundin in ihrer gemeinsamen Wohnung ausruhen. Das entsprach jedoch nicht den neuen Bedürfnissen der 18-jährigen Nadine. Sie war bereits erwachsen, wollte aber immer noch ihre Freizeit genießen, Zeit mit Freunden verbringen und auf Partys gehen. Früher war das Paar ständig zusammen unterwegs gewesen, doch nun wollte Andreas lieber zu Hause vor dem Fernseher sitzen, was Nadine zu langweilig war. Anfangs gelang es ihr noch, ihren Freund zu überreden, spazieren zu gehen oder etwas außerhalb ihrer Wohnung zu unternehmen, aber mit der Zeit wurde das fast unmöglich. Andreas lehnte solche Unternehmungen ab und berief sich jedes Mal auf Müdigkeit und erklärte, dass er morgens zur Arbeit müsse. Er beklagte sich, dass er sich ausruhen und neue Kraft tanken wolle, aber Nadine unterstützte ihn nicht. In dieser Zeit zeigte sich der Altersunterschied zwischen den jungen Menschen besonders deutlich. Nadine war in der Blüte ihres Lebens und wollte Spaß haben. Sie war sich bewusst, dass Andreas diese Phase bereits hinter sich hatte und nun andere Interessen hatte. Aber sie hatte nicht vor, sich ihm anzupassen und nachzugeben. Nadine wollte noch das Leben einer jungen Frau führen, mit Freunden ausgehen und Spaß haben. All dies führte dazu, dass es zu Konflikten in der Beziehung kam. Nadine erklärte Andreas sogar, dass sie sich von ihm trennen müsse, wenn es so weitergehe. Obwohl sie dies nicht nur ihm, sondern auch ihren Freunden und Verwandten gegenüber mehrfach zum Ausdruck brachte, nahm ihr Freund diese Äußerungen nicht ernst. Er sah keinen Grund für eine Trennung, sagte, dass er seine Freundin immer noch liebe und hoffte, dass sie sich mit der Zeit beruhigen würde und alles wieder in den alten Bahnen laufen würde. Der junge Mann plante sogar weiterhin eine pompöse Hochzeit, da er der Meinung war, dass dies der beste Zeitpunkt dafür sei, da ihre Beziehung zu diesem Zeitpunkt bereits 5 Jahre bestand. Er wollte seinen Status in den sozialen Netzwerken von verlobt in verheiratet ändern. Aber Nadines Hartnäckigkeit, ihre ständigen Vorwürfe und Gespräche über eine Trennung machten sich bemerkbar. Der ältere Freund wurde immer aufdringlicher und grober. Nadine glaubte, dass Andreas sie einfach total kontrollieren wolle und wütend sei, dass ihm das nicht gelinge. Sie begann sogar ihren Freunden zu erzählen, dass es in der Beziehung immer Probleme gegeben habe, über die sie geschwiegen habe. Im Sommer 2018 beschloss Nadine fest, sich zu trennen, wollte aber keinen Konflikt und hoffte, dass sie eine freundschaftliche Beziehung aufrechterhalten könnten. Zu diesem Zeitpunkt war sie 19 Jahre alt und Andreas bereits 25. Nach Nadines Angaben war ihr Freund nie gewalttätig oder aggressiv und schränkte sie nicht in ihrer Kommunikation ein. Das einzige große Problem war seine Passivität und Eifersucht. Er ertrug es nicht, wenn sie mit anderen Männern zusammen war. Seit sie Andreas kennengelernt hatte, im Alter von 14 Jahren, hatte sie sogar alle ihre männlichen Freunde verloren. Mitte des Sommers erzählte Nadine einer Freundin, dass sie sich getrennt hätten und getrennte Wege gehen würden. Sie war sich sicher, dass ihr Freund die Trennung gelassen aufnehmen würde. Nadine glaubte, dass ihre Beziehung damit offiziell beendet sei. Nach 5 gemeinsamen Jahren trennten sich Nadine und Andreas. Er zog aus der Wohnung aus und kehrte zu seinen Eltern zurück. Die Idee, befreundet zu bleiben, schien zu funktionieren. Beide hatten noch gemeinsame Freunde, sogar zu den Eltern bestand noch Kontakt. Der Junge blieb mit dem älteren Bruder der Frau namens Kevin befreundet, als wäre nichts passiert. Sie waren gleichaltrig und hatten viel gemeinsam. Allerdings war dies nur die Ruhe vor dem Sturm. Bereits in dieser Zeit kamen während der Gespräche zwischen den jungen Leuten Zweifel auf. Nadine zweifelte immer mehr daran, dass Andreas das Geschehene gelassen hinnahm. Kevin glaubte, dass er sich darauf eingelassen hatte, weil er es für eine weitere Laune seiner Freundin hielt und nun einfach darauf wartete, dass Nadine ihm signalisierte, dass ihre Beziehung wiederhergestellt war. Die Freunde sprachen wiederholt darüber. Der junge Mann konnte einfach nicht akzeptieren, dass alles vorbei war.
Gedanken und Gespräche über seine Ex nahmen fast seine ganze Zeit in Anspruch. Andreas' Verhalten glich einer Besessenheit. Er nutzte jede Gelegenheit, um mit Nadine zu sprechen. Jedes Mal bat er um eine zweite Chance, spielte ihr nach, hoffte aber auf eine Wiederaufnahme der Beziehung und sprach sogar weiterhin von Hochzeit und Kindern. Im ersten Monat nach der Trennung wurde klar, der Ex hatte nicht verstanden, was passiert war, und leugnete einfach alles. Er begriff nicht, dass sie kein Paar mehr waren. Jedes Mal sagte Nadine entschieden Nein und bestand darauf, dass zwischen ihnen alles vorbei sei. Sie bezeichnete ihre Beziehung als ihren größten Jugendfehler. Das hörten sogar andere Freundinnen der Frau. All das verletzte Andreas, aber er hielt stand, immer noch in der Hoffnung, dass die Beziehung wieder aufgenommen würde. Einige Freundinnen hatten sogar Mitleid mit ihm, aber gegen Ende des 2. Monats nach der Trennung bemerkten auch sie, dass das Verhalten des jungen Mannes an Stalking grenzte. Er tauchte überall dort auf, wo die junge Frau hinging, und provozierte immer selbst ein Gespräch. Andreas' Hartnäckigkeit führte dazu, dass Nadine begann, ihrem Ex aus dem Weg zu gehen. Sie versuchte ihm ruhig zu verstehen zu geben, dass alles vorbei war, aber er wurde nur noch hartnäckiger. Ihre Versuche, die Treffen zu beenden, führten dazu, dass er sie selbst provozierte. Alle Freunde und Verwandten der jungen Frau wussten genau, dass sie seine Avancen entschieden zurückwies, aber er erzählte seinen Bekannten andere Geschichten. Selbst zu Beginn des 3. Monats nach der Trennung war er noch überzeugt, dass sie mit ihm zusammen sein wolle. Sie wolle ihn nur auf Trab halten und umwerben lassen. Der Bruder seiner Ex, Kevin, versuchte Andreas klarzumachen, dass er Nadine besser vergessen und sich anderen Frauen zuwenden sollte. Aber er blieb unnachgiebig. Auch am 5. Oktober 2018 hatte sich die Situation nicht geändert. Zu diesem Zeitpunkt war das Paar bereits seit 3 Monaten offiziell getrennt. Ihre ganze Familie wusste davon. Sogar die Eltern des Jungen versuchten, ihn zur Vernunft zu bringen. An diesem Abend verbrachten Andreas und Nadines Bruder Kevin Zeit miteinander. Sie gingen in mehrere Bars, blieben aber nirgendwo lange. Schließlich landeten die Freunde in derselben Bar. Sobald sie hineingingen, bemerkte Kevin sofort Nadine und fragte sich, ob es sich wirklich um einen Zufall handelte. Die Stadt war zwar klein, aber es gab dort ziemlich viele verschiedene Bars für Touristen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich täglich begegnen würden, sehr gering war. Es schien, als hätte Andreas sie entweder verfolgt, als hätte ihm jemand Nadines Aufenthaltsort mitgeteilt oder als hätte er sie einfach gesucht und mehrere Lokale an einem Abend besucht. Kevin wusste, dass Andreas in den letzten 3 Monaten immer wieder betont hatte, dass sie sich liebten und dass er eine Hochzeit plante, sobald er sie zurückgewonnen hatte. Solche Treffen gab es schon öfter, aber dieses Mal gab es einen wesentlichen Unterschied. Die junge Frau war nicht nur in Begleitung ihrer Freundin, sondern auch eines Mannes. Als Andreas ihn sah, geriet er sofort in Rage, ging auf seine Ex zu, packte sie am Arm und begann mit ihr zu streiten. Er versuchte, seine Ex aus der Bar zu ziehen, aber Nadine gab nicht nach. Ihr 24-jähriger Begleiter stellte sich als Florian Janne vor, stellte sich zwischen die Frau und Andreas und beteuerte, dass er nur ein Freund sei und keine Beziehung mit ihr habe. Florian sagte, dass sie sich gerade erst kennengelernt hätten. Das beruhigte Andreas jedoch nicht. Er war wütend, dass Nadine ihre Zeit mit einem anderen Mann verbrachte. Die Unzufriedenheit des jungen Mannes kannte keine Grenzen, aber er hielt sich gerade noch zurück, um keine Schlägerei in der Bar anzuzetteln. Nadine selbst, Florian, ihre Freundin und ihr Bruder versuchten mit allen Mitteln, ihn zu beruhigen. Sie hinderten Andreas daran, Nadine zu packen und sich so zu verhalten, als wäre sie ein Gegenstand. Mit großer Mühe gelang es ihnen, ihn zu beruhigen. Andreas weinte. Er beschloss, die Bar zu verlassen, da er nicht dort bleiben wollte. Kevin blieb bei seiner Schwester, ihrer Freundin und Florian. Er war um ihre Sicherheit besorgt. Ein Wutausbruch dieser Größenordnung hatte Andreas noch nie zuvor gezeigt. Nun machte sich die junge Frau ernsthaft Sorgen um ihre Sicherheit. Auch sie wollte nicht in der Bar bleiben, hatte aber Angst, dass ihr Ex draußen auf sie wartete. Nachdem sie eine Weile gewartet und sich vergewissert hatten, dass er weg war, beschloss die ganze Gruppe, Nadine nach Hause zu begleiten. Florian saß am Steuer, fuhr seine Freundin nach Hause und bot ihr sogar an, bei ihm zu übernachten, damit sie sich sicher fühlen konnte. Nadine war so verängstigt, dass sie zustimmte. Diese Entscheidung sollte sich als fatal erweisen. Gegen 4 Uhr morgens hielt Andreas es nicht mehr aus. Er konnte seine Eifersucht nicht unterdrücken und beschloss, noch einmal mit seiner Ex zu sprechen.
Als er zu ihrem Haus kam, bemerkte er ein unbekanntes Auto in der Einfahrt. Er wusste, dass es Florian gehörte. Es stellte sich heraus, dass Andreas doch nicht nach Hause gefahren war. Er blieb auf dem Parkplatz und beobachtete die Gruppe unbemerkt. Der Mann sah, dass seine Ex zusammen mit dem Bruder und Florian nach Hause kam und niemand mehr das Haus verließ. Das brachte ihn noch mehr aus der Fassung. Andreas vermutete, dass Nadine ihn betrog und einen neuen Freund hatte, mit dem sie nun unbeschwert ihre Zeit verbrachte. Jetzt wollte er persönlich mit der Untreuen und Florian sprechen. Wütend sprang Andreas aus seinem Auto, begann zu telefonieren und gegen die Haustür zu schlagen. Anstelle der Freundin und ihres Freundes wachte ihr Vater auf, der 59-jährige Rupert. Der Mann reagierte auf Andreas' Schreie, kam heraus, um den jungen Mann zu beruhigen. Nadines Vater versuchte, ihn wegzuschicken, bestand darauf, dass es zu spät für Streit sei und bat ihn, wenigstens bis zum Morgen zu gehen. Wenn alle aufwachen, könne man die Situation in Ruhe besprechen. Rupert wusste von Florian und dem Vorfall in der Bar. Er versicherte Andreas, dass sie nur Freunde seien. Nadines Vater war ein verständnisvoller Mann, gab Andreas eine Zigarette und ging mit ihm auf die Straße. Sie unterhielten sich. Wahrscheinlich dachte Rupert, dass dies den Eifersüchtigen beruhigen und zum Gehen bewegen würde. Sie kannten sich schon seit mehreren Jahren. Andreas war für Nadines Eltern wie ein echtes Familienmitglied geworden. Sie kannten ihn sehr gut und mochten ihn sehr, und er erwiderte diese Zuneigung. Deshalb rief der Vater nicht die Polizei, um den Ex-Freund seiner Tochter wegzuschicken. Nach dem Gespräch mit Rupert schien Andreas sich etwas beruhigt zu haben. Er stieg ins Auto und fuhr weg. Der Mann kehrte ins Haus zurück und legte sich schlafen. Leider wurde der Ex-Freund, nachdem er ein paar Blocks weitergefahren war, wieder wütend. Er kam nach 15 Minuten zurück, klopfte erneut an die Tür und klingelte. Diesmal weckte er alle auf. Nadine und ihr Bruder Kevin kamen heraus, um mit ihm zu sprechen. Im Gegensatz zu Rupert waren sie wirklich wütend und wollten Andreas mit aller Macht vertreiben. Vor der Eingangstür, auf der Schwelle, kam es zu einem weiteren Konflikt. Niemand wählte mehr seine Worte. Nadine wollte ihren lästigen Ex loswerden und nichts mehr mit Andreas zu tun haben. Sie bestand darauf, dass es keine Beziehung zwischen ihnen geben könne und forderte ihn auf, für immer aus ihrem Leben zu verschwinden. Kevin unterstützte seine Schwester und erklärte, dass ihre Freundschaft wegen der Stalking-Vorwürfe beendet sei. Kevin war besorgt über das ungesunde Verhalten seines Freundes und wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Andreas fühlte sich betrogen. Er glaubte, dass Nadine ihn betrogen hatte und die anderen sie deckten. Kevin hatte ihn nun als Freund fallen gelassen. Statt der Unterstützung seines Kumpels hatte er ihn verloren. Bevor er ging, versuchte der Ex-Freund herauszufinden, ob Nadine ihn betrogen hatte, aber die junge Frau reagierte kategorisch und erklärte, dass ihn das nichts angehe, da sie sich schon seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen hätten. Später erzählte Andreas, dass in diesem Moment etwas in ihm geklickt habe. Er erkannte mit Entsetzen, dass Nadine ihn tatsächlich schon vor 3 Monaten verlassen hatte und alle seine Bemühungen, sie zurückzugewinnen, sinnlos waren. Niemand erwartete von ihm, dass er um sie warb. Andreas verspürte Wut und beschloss, nach Hause zurückzukehren, aber nicht, um seine Kränkung zu verarbeiten. Um 5:30 Uhr morgens am 6. Oktober 2018 kehrte Andreas wieder zum Haus seiner Ex-Freundin zurück. Er begann erneut an die Tür zu klopfen und zu klingeln, aber ohne zu schreien. Rupert entschloss sich erneut, auf seinen Besuch zu reagieren. Der Mann war bereits sehr verärgert, da Andreas die ganze Nacht die ganze Familie wachgehalten hatte. Sobald er die Tür öffnete, wollte Rupert Andreas grob wegschicken und ihm mit der Polizei drohen, aber er konnte seine wütende Rede nicht beenden. Der ungebetene Gast hob die Pistole und schoss ihm 2-mal in den Kopf. Rupert war sofort tot. Dann stieg der Mörder über seine Leiche hinweg und gelangte ins Haus. Auf den Lärm hin kam Nadines Mutter, die 51-jährige Andrea, herausgelaufen. Die Frau wurde sofort das nächste Opfer. Dann erschoss der Mann Kevin. Als er nach oben ging, versuchte er, in das Zimmer der jungen Frau zu gelangen, aber sie hatte sich mit Florian von innen eingeschlossen. Der Täter entschied, dass es am schnellsten wäre, über den Balkon zu ihr zu gelangen. Er ging auf die Straße, kletterte an den Gittern an der Fassade hoch, schlug ein Fenster ein und erschoss seine Ex-Freundin und ihren Freund Florian. Das blutige Massaker dauerte nur wenige Minuten. Insgesamt starben 5 Menschen. Nach der Tat setzte sich Andreas sofort ans Steuer seines Autos und fuhr zur Polizeistation in Kitzbühel. Sobald er dort angekommen war, gegen 6 Uhr morgens,
legte er die Pistole vor den Polizisten, der am Eingang saß, und erklärte, dass er gerade 5 Menschen erschossen habe. Außerdem übergab er den Polizisten ein Messer und einen Baseballschläger, mit denen er in das Haus der Hinterholzers eingedrungen war. Der Schläger war benutzt worden, um ein Fenster einzuschlagen und in das Zimmer der jungen Frau zu gelangen. Das Messer wurde nicht benutzt. Offenbar hatte der Täter es vorsichtshalber mitgenommen. Am Tatort fanden die Polizisten tatsächlich 5 Leichen. Die Beschreibungen und Umstände des Todes aller dieser Menschen stimmten genau mit den Aussagen von Andreas überein. Sie wurden aus nächster Nähe erschossen. Jeder erhielt mehrere Schüsse. Florian und Nadine wurden in die Hände geschossen. Sie versuchten sich instinktiv zu verteidigen. Aus dem Haus fehlte nichts. Die toxikologische Untersuchung ergab, dass Andreas nüchtern war. In seinem Körper wurden weder Alkohol noch verbotene Substanzen gefunden. Er war zuvor nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ganz Kitzbühel war schockiert über das Geschehene. In dieser eng verbundenen Gemeinde kam es sehr selten zu Verbrechen, schon gar nicht zu solch brutalen. Alle Nachbarn kannten die Familie gut. Sie waren freundliche, hilfsbereite Menschen, die zu allen gute Beziehungen pflegten. Sowohl die Familie des Opfers als auch die Familie des Verdächtigen waren in der örtlichen Gemeinde angesehen. Besonders betrauert wurde der Tod von Florian Jann, einem jungen, talentierten Eishockeyspieler, der als Torwart große Hoffnungen weckte. Seine Freundlichkeit und Fürsorge gegenüber Nadine wurden ihm zum Verhängnis. Freundinnen, die Nadine gut kannten, behaupteten später, dass sie keine Beziehung zu Florian hatte. Sie waren nur befreundet und verstanden sich gut. Einige waren jedoch der Meinung, dass Florian nicht ohne Grund über Nacht geblieben war. Um sie zu beschützen, hatte er wahrscheinlich bereits begonnen, sich mit ihr zu treffen. Nach dieser Tragödie wurde in der örtlichen Kirche eine kleine improvisierte Gedenkstätte mit Fotos der Verstorbenen eingerichtet. Während des Monats, in dem es dort stand, hinterließen alle Trauernden und Mitfühlenden mehr als 1000 kleine Notizen zum Gedenken an die Opfer. Die ganze Zeit über befand sich Andreas in Haft, in einer speziellen Zelle für Straftäter, die besonders überwacht werden. Die Polizei ging davon aus, dass bei ihm ein hohes Risiko bestand, sich das Leben zu nehmen, und beobachtete ihn daher besonders aufmerksam. Der junge Mann war 23 Stunden am Tag in einer Einzelzelle, nur für 1 Stunde durfte er im Hof spazieren gehen. Als die Familie des Mörders von dem Vorfall erfuhr, wandte sie sich offiziell an alle Einwohner der Stadt. Sie drückte ihr Beileid aus und bedauerte, einen so gefährlichen Menschen großgezogen zu haben. Sie teilte der Polizei auch mit, dass die Pistole von Andreas' Bruder verschwunden war. Dieser hatte einen Waffenschein und bewahrte die Waffe zu Hause zur Selbstverteidigung auf. Leider wusste der Täter, wie er daran gelangen konnte. Er wusste, wo der Schlüssel zum Safe aufbewahrt wurde. Die Seriennummer stimmte überein. Der Mörder selbst bestätigte die Aussagen seiner Angehörigen. Er hatte die Waffe aus dem Haus gestohlen. Auf einer Pressekonferenz erklärten seine Mutter und sein Vater, dass Andreas seine gerechte Strafe erhalten müsse. Während seiner Zeit hinter Gittern verschlechterte sich der Zustand ihres Sohnes. Trotz der allgemeinen Empörung versuchte die Familie, Andreas' Tat zu rechtfertigen. Sein Vater erklärte, sein Sohn habe unter Depressionen gelitten und nach der Trennung von Nadine viel getrunken. Seine Mutter merkte an, dass ihr Sohn möglicherweise psychische Probleme gehabt habe. Warum er oder seine Familie jedoch nie einen Facharzt in einer psychiatrischen Klinik aufgesucht hatten, blieb unklar. Der Täter wurde wegen Mordes an 5 Menschen mit Schusswaffen und wegen Hausfriedensbruchs angeklagt. Andreas' Anwalt wollte mit dem umstrittenen psychischen Zustand seines Mandanten argumentieren. Nach Angaben des Angeklagten verlor er, nachdem er die beleidigenden Worte von Nadine und ihrem Bruder gehört hatte, als sie ihn aus dem Haus werfen wollten, den Bezug zur Realität, und konnte sein Verhalten nicht mehr kontrollieren. In seinem Kopf gab es nur noch einen Gedanken. Er wollte die Untreue töten. Nach der Beschreibung des Mannes ähnelte dies einer Affekthandlung. Der Anwalt war der Ansicht, dass dies die Schwere seiner Schuld mildern würde. Die Anklage beharrte darauf, dass es sich um eine Simulation handelte und Andreas sich der Situation bewusst war, weshalb er uneingeschränkt vor Gericht stehen könne. Der Anwalt behauptete, dass dies nicht der Fall sei. Es wurden unabhängige Gutachten erstellt, deren Ergebnisse jedoch umstritten waren. Letztendlich entschied das Gericht, dass es keine Gründe für eine eingeschränkte Strafmündigkeit von Andreas gibt. Der Mörder selbst war der Meinung, dass er eine gerechte Strafe verdient und sich nicht der strafrechtlichen Verantwortung entziehen sollte. Von Anfang an hatte er vorzugestehen,
Er begab sich selbst zur Polizei und hatte nicht vor, sein Geständnis, das er am Morgen nach der Tat abgelegt hatte, zu widerrufen. Der Anwalt verwies weiterhin auf den psychischen Zustand des Angeklagten. Im Rahmen der durchgeführten Gutachten wurde eine Störung festgestellt, aufgrund derer Andreas nur 2 Handlungsoptionen hatte: weggehen und vergessen oder zurückkehren und töten, aber keine Kompromisse eingehen. Sobald er erkannte, dass die Beziehung zu seiner Freundin nicht mehr zu retten war, war er davon besessen, dass Nadine niemandem gehören sollte. Als die Verhandlung wegen Mordes begann, gestand Andreas sofort, da dies den Prozess vereinfachen und eine weitere Traumatisierung der Angehörigen der Opfer sowie seiner eigenen Familie vermeiden würde. Der Mann schilderte ausführlich seine Beziehung zu Nadine, den Grund für seine Eifersucht und seine Tat. Seinen Angaben zufolge war Nadine eine sehr attraktive Frau und hatte immer viele Verehrer, was ihn eifersüchtig machte. Es war offensichtlich, dass der Mann eine konservative Einstellung zu Frauen hatte. Er war der Meinung, dass sich eine anständige Frau anders verhalten sollte. Er konnte die Trennung nicht akzeptieren, da der Wunsch, sich zu trennen, nicht von ihm selbst ausgegangen war. Der Angeklagte betrachtete Nadine als sein Eigentum und war dagegen, dass sie sich mit anderen Männern traf und mit ihnen kommunizierte, selbst nach der Trennung von ihm. Es schien ihm egal zu sein, dass sie nur befreundet waren. Der Mörder bestand sogar vor Gericht darauf, dass eine Frau sich anders verhalten müsse. Außerdem hatte ihn in dieser schicksalhaften Nacht der Verrat von Kevin, der den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte, schwer getroffen. Ihre Eltern waren verärgert über ihn. Der Junge wollte nicht die ganze Familie seiner Freundin verlieren, der er näher stand als seinen eigenen Eltern. Nach eigenen Angaben hatte ihm seine Familie nach der Trennung von Nadine keine Unterstützung gegeben, obwohl er sie verzweifelt gebraucht hätte. Der junge Mann verlor 10 Kilogramm und war der Meinung, dass man ihn in diesen Zustand gebracht habe. Schließlich verlor Andreas die Beherrschung und tötete sie alle in einem Anfall von Wut. Der Angeklagte zeigte Reue und sprach den Familien seiner Opfer sein Beileid aus, obwohl einige der Meinung waren, dass er damit nur eine mildere Strafe erreichen wolle. Zeugen der Anklage sagten aus, dass Nadine Andreas wiederholt erklärt habe, dass sie sich getrennt hätten und alles zwischen ihnen vorbei sei. Der Ex-Freund bat weiterhin um eine zweite Chance, hoffte auf eine Versöhnung, ohne zu begreifen, was vor sich ging, und verfolgte sie. Während der Verhandlung wirkte Andreas unsicher. Er sprach leise und murmelte oft vor sich hin. In emotionalen Momenten weinte er. Manchmal schien es, als würde der Mann nicht ganz begreifen, was passiert war, und alles für einen Unfall halten. Die Anklage behauptete natürlich, dass es sich um einen brutalen, vorsätzlichen Mord an 5 Menschen handelte. Andreas hatte genug Zeit, um alles zu überdenken und zu planen, auf der Fahrt zu seiner Ex-Freundin und zurück, zumindest als er nach Hause fuhr, wo er 3 Gegenstände mitnahm: eine Pistole, ein Messer und einen Baseballschläger. Er hatte alles sorgfältig geplant, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der Angeklagte ging sogar auf Nummer sicher und nahm ein Messer mit. Er hatte definitiv nicht vor, die Familie seiner Ex-Freundin und ihren Freund Florian am Leben zu lassen. Während der Verhandlung wies die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass Andreas Familienstand auf seiner Social-Media-Seite geändert worden war, von in einer Beziehung zu verwitwet. Der Angeklagte bestand darauf, dass dies unmittelbar nach dem Mord an der jungen Frau geschehen sei, aber einige seiner Bekannten und Freunde sagten aus, dass Andreas Handlungen vorsätzlich gewesen sein könnten. Bereits wenige Monate nach der Trennung begann er, die Ablehnung der Frau aggressiver zu nehmen. Danach erklärte er wiederholt, dass er ihr den Tod wünsche, und schrieb dann Nachrichten, in denen er seine Ex-Freundin verdächtigte, eine neue Beziehung zu haben, und dass er ihren neuen Freund umbringen wolle. Nichts davon wurde ernst genommen. Der Anwalt war der Ansicht, dass es sich um übertriebene emotionale Reaktionen auf die Trennung handelte, die Andreas grundsätzlich nicht akzeptierte, was jedoch nicht bedeutet, dass er vorhatte, sie zu töten. Nadines Freundinnen berichteten, dass die junge Frau in letzter Zeit Angst vor ihrem Ex-Freund hatte und ihn nach Möglichkeit mied. Sie hatte erfahren, dass Andreas Hühner mit einer Machete geköpft und Katzen gequält hatte. Sein Verhalten wirkte ziemlich gefährlich. Der Angeklagte konnte während des Prozesses viele Fragen zu den Geschehnissen nicht beantworten. Warum wurden außer Nadine auch ihr Freund Florian, ihr Bruder Kevin, ihr Vater und ihre Mutter getötet? Der Anwalt war der Ansicht, dass dies ein Zeichen dafür sei, dass er seine Handlungen nicht kontrollieren konnte und nicht vollständig begriff, was vor sich ging. Das österreichische Rechtssystem traf jedoch eine klare Entscheidung.
Der Mord an 5 Menschen konnte kein mildernder Umstand sein. Die Idee der Unzurechnungsfähigkeit von Andreas wurde abgelehnt. Am Ende des Prozesses wurde er für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen wird. In Österreich werden lebenslänglich Verurteilte im Durchschnitt nach etwa 21 Jahren freigelassen. Außerdem hat der Anwalt versprochen, weiter für die Freiheit seines Mandanten zu kämpfen und Berufung einzulegen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.